Einen wundervollen, entspannten Tag und willkommen zurück. Heute wollen wir uns eine weitere Kryptowährung angucken und zwar Stellar Lumen. Moment. Einen wundervollen, entspannten Tag wünsche ich euch und willkommen zurück. Heute geht es um eine weitere Kryptowährung, die ich euch kurz vorstellen möchte und zwar Stellar Lumen. Stellar Lumen ist eine Variante von Ripple. Ripple ist ja Open Source, aber das Problem war, dass Ripple eigentlich zentralisiert war. Das heißt, sie hatten in der Mitte eine Firma stehen, die alles kontrolliert hat und das will Stellar Lumen eben bekämpfen. Das heißt, wir haben jetzt eine dezentralisierte Variante von Ripple, was wirklich, wirklich mächtig ist, meiner Meinung nach. So, wir schauen uns das mal ganz kurz an, was das alles für uns bedeutet. Das heißt, wir haben die Vorteile, wir haben Echtzeit-Transaktionen, das heißt, in weniger als 5 Sekunden sind Transaktionen durch. Wir haben gleichzeitig über 2000 Transaktionen pro Sekunde. Wir haben nicht mehr unter 4 Sekunden und nicht mehr als 10.000 Transaktionen, weil eben ein neues System erschaffen werden musste, um quasi zu überprüfen oder um quasi das Double-Spend-Problem zu umgehen. Bei Ripple war das ja relativ einfach, da hat einfach die Firma die neuen Blöcke bestimmt und da gab es halt kein Double-Spend-Problem, weil wir im Endeffekt eine zentralisierte Währung haben. Da gibt es das Problem generell nicht. Das Problem hat aber Stellar Lumen natürlich gehabt und deswegen ist da ein kleines bisschen was an Echtzeit und ein kleines bisschen was an dem Durchsatzvermögen flöten gegangen, aber trotzdem ist es sehr, sehr mächtig. Mit 2000 oder sogar mehr Transaktionen pro Sekunde. Sehr, sehr mächtig und sehr schnell. Zudem gibt es weniger Transaction Fees als bei Ripple. Das finde ich beeindruckend, dass Ripple sich da einfach das rausgenommen hat, obwohl es eigentlich eine zentralisierte Währung ist. Stellar Lumen ist tatsächlich noch günstiger. Es ist nicht komplett gratis, eine Transaktion durchzuführen, aber fast gratis. So, jetzt ganz kurz zu dem Konzept, das eben statt dem zentralisierten Konzept von Ripple verwendet wurde. Und zwar ist das auch wieder ein eigenes Konzept. Es ist kein Proof of Work, es ist kein Proof of Stake. Es basiert aber auf dem byzantinischen Zustimmungssystem. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem mit dem byzantinischen Generälen kennt. Es ist so eine Art Voting-System, bei dem jeder mal voten darf. Und das ist eigentlich eine sehr interessante Variante, wie man das eigentlich auch in den Griff bekommt. Es ist allerdings noch nicht ganz sicher, ob das auch wirklich so funktioniert, wie man sich das vorstellt, aber man geht zumindest davon aus, dass es nicht gebrochen werden kann. Wie gesagt, die ganzen Kryptowährungen basieren leider auf Whitepapern und ja, ist immer das Problem, wenn da mal morgen irgendwie ein Proof rauskommt, also irgendein Beweis rauskommt, dass das ganze System unsicher ist, dann geht der Kurs in den Keller. Darauf könnt ihr Gift nehmen. So, trotzdem, dank all diesen Vorteilen im Endeffekt hat Stellar Lumen auch schon ordentlich Partnerschaften an Land gezogen und zwar eine mit IBM, unter anderem, es gibt auch noch andere, die sehr, sehr mächtig ist und das muss man denen wirklich zugutehalten. IBM ist ein großer Markt in diesem Fall hier und das hat natürlich Stellar Lumen auch einiges an Boni verschafft. Und die stehen jetzt auch hinten dran, also das heißt, die unterstützen das Ganze auch so ein bisschen, fördern die Entwicklung und so weiter und so fort. Das ist natürlich immer das Problem, mit was finanzieren sich die Entwickler. Okay. Zudem sind Smart Contracts in Stellar Lumen möglich und das ist schon beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Ripple aktuell erstmal noch Smart Contracts quasi in der Beta hat. Aber ja, ist schon gar nicht so schlecht. Auf der Kontraseite steht natürlich, es ist ein Fork von Ripple. Und das muss nicht unbedingt gut sein, das muss aber auch nicht unbedingt negativ sein, denn das, was bei Ripple wirklich schlecht war oder nicht gut war, das ist ja jetzt behoben worden. Denn Stellar Lumen ist offensichtlich dezentralisiert worden und funktioniert im Endeffekt ohne eine Partei, die alles kontrolliert. Und das ist schon sehr, sehr cool. Aber ein kleiner Nachteil bleibt hängen. Und zwar, wenn man irgendwas machen möchte, also zum Beispiel eine Überweisung oder Voting mit dem System hier, dann braucht man mindestens 20 XLM, das ist die Währung, also 20 Stellar Lumen braucht man, um irgendwas zu machen. Man kann nicht weniger verwenden. Das ist ein kleines bisschen schade, aber geht halt leider nicht anders wegen diesem byzantinischen Zustimmungssystem. Das braucht man dafür leider. So, jetzt könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Konzept. Es merzt wirklich einigen Schwachstellen ordentlich aus. Sprich, wir haben sehr, sehr viele Transaktionen in sehr, sehr kurzer Zeit. Wir haben wenig Transaction Fees und das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das heißt, eine sehr mächtige Währung, eigentlich meiner Meinung nach. Ich wundere mich, dass sie noch nicht mehr Fahrt aufgenommen hat, aber trotzdem, deswegen ist sie ja so weit hinten in unserer Playlist. Alles klar, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.